Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren News-Video. Heute mit einem Denial-of-Service-Angriff gegen das Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk wird ja allgemein zur Anonymität genutzt und darüber verbreiten dann auch arme Journalisten, die vielleicht in ihrem Land nicht unbedingt das schreiben dürfen, was sie tun, verbreiten darüber eben ihre Stories und bekommen auch teilweise Informationen von Informanten, die wirklich geschützt werden müssen, weil sie ansonsten verfolgt und getötet werden. Das heißt, das Tor-Netzwerk ist wirklich ein wichtiges Tool, was die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit und so weiter und so fort angeht. Und von vielen wird es auch einfach nur genutzt, um einfach ein bisschen anonymer im Netz zu sein. Wahrscheinlich nutzt es der ein oder andere von euch auch. Jetzt ist allerdings natürlich oftmals das Ziel von Behörden, Nutzer zu de-anonymisieren, denn es gibt im Tor-Netzwerk auch viele nicht ganz oder absolut illegale Dinge, wie zum Beispiel Drogen werden verkauft und so weiter und so fort. Und in der letzten Zeit wurden da wirklich sehr, sehr, sehr viele Versuche unternommen, hier auch wirklich was dagegen zu tun. Das heißt, man hat versucht, die Nutzer zu de-anonymisieren, was natürlich absolut genau das Gegenteil von dem ist, was das Tor-Netzwerk zulassen sollte. Das heißt, man hat halt beide Seiten, man hat dieses Illegale, man hat aber auch das wichtige Legale für die Meinungsfreiheit. Und ja, es ist halt beides möglich, aber man kann nicht das eine verbieten, das andere trotzdem erlauben. Das funktioniert einfach nicht. Denn wenn man Nutzer so de-anonymisieren kann, dann werden sie eben auch de-anonymisiert, wenn sie zum Beispiel ihre Meinung äußern wollen. So, das ist alles schon sehr, sehr stark untersucht worden. Ich habe da auch schon einige Videos in meiner Anonymität im Internet Tutorial-Reihe gemacht. Aber ja, was noch nicht untersucht wurde bis vor kurzem, waren tatsächlich einfach nur Denial-of-Service-Angriffe gegen das Tor-Netzwerk. Und da sind erschreckende Erkenntnisse aufgekommen, möchte man fast sagen. Denn man hat hier tatsächlich mal was untersucht. Zunächst einmal, wir haben eine ganz normale Verbindung ins Tor-Netzwerk. Kurze Erinnerung, man geht da nicht direkt in das Internet rein, sondern man springt über verschiedene andere Nutzer, sprich man verschleiert seine IP mehrfach. Das heißt, ich gehe quasi über zu dem ersten Knoten und dann schickt der erste Knoten in meinem Namen eine Anfrage an den nächsten Knoten und so weiter und so fort. Und immer wird noch alles verschlüsselt und der zweite Knoten bekommt dann eben nicht mehr meine IP-Adresse zu Gesicht, sondern eben nur noch die IP-Adresse des ersten Knotens und so weiter und so fort. Bis wir hier hinten landen, bei dem letzten Knoten. Das ist der Exit-Node oder Exit-Knoten und der wiederum verbindet mich dann mit dem Internet. So, der Exit-Knoten hat also eine öffentliche IP-Adresse, nicht von dem Tor-Netzwerk, sondern einfach eine ganz normale IP-Adresse, die er auch preisgibt an das Internet und dort wird dann eben eine Anfrage gestartet und das Internet, egal welche Seite, also facebook.com oder was auch immer, antwortet dann diesem Knoten und der Knoten antwortet dem Knoten und der Knoten antwortet dem Knoten und der hier schickt es dann wieder an mich. Und ja, im Endeffekt weiß niemand so ganz genau, wo ich eigentlich hin wollte und niemand weiß ganz genau, wo eigentlich oder wer sich gerade auf diese Website eingewählt hat. Soweit, so gut. Das Netzwerk besteht natürlich nicht nur aus diesen paar Knoten, die für den Weg auch benutzt werden, sondern es gibt noch einen ganzen Haufen anderer Knoten, die da auch noch dabei sind. Und was jetzt passiert bei einem Denial-of-Service-Angriff konventionell, also nicht wirklich durchdachter Denial-of-Service-Angriff gegen das Tor-Netzwerk bislang, war, man schiebt da einfach Daten rein in das Netzwerk und versucht es so zu überlasten. Denn natürlich sind hier diese ganzen Knoten deutlich mehr belastet als normal. Ja? Also normalerweise ist euer Weg, ihr geht in das Internet und wählt die Seite direkt an. Und hier müsst ihr quasi noch über mehrere andere Benutzer, wie ihr eben auch welche seid, da drüber gehen und deren Internetleitung auch noch mit belasten. Wenn derjenige dann vielleicht eine langsame Internetleitung hat oder sowas, dann ist das natürlich relativ langsam. Deswegen ist das Tor-Netzwerk so unfassbar langsam. Und wenn jetzt dann noch jemand kommt und einen Denial-of-Service-Angriff startet, sprich einfach nur so viel Bandbreite wie möglich über das Tor-Netzwerk reinschickt, quasi einfach unsinnige Anfragen, die niemanden wirklich interessieren, dann wird das Netzwerk natürlich noch langsamer und noch langsamer. Und wenn man das wirklich auf die Spitze treibt, bis eben zu dem Punkt, wo das Tor-Netzwerk nicht mehr wirklich benutzbar ist, dann hatten die Leute, die hier die Studie gemacht haben, die ich euch natürlich auch in der Beschreibung verlinke, dann kostet das ungefähr $10.000 pro Stunde. Dann ist das ganze Tor-Netzwerk quasi lahmgelegt. So. Jetzt ist es allerdings so, es ist ja nicht wirklich relevant, das ganze Tor-Netzwerk lahmzulegen, sondern es geht eigentlich nur noch um diese Exit-Knoten hier. Wenn die Exit-Knoten allesamt nicht mehr da sind,
dann kann auch niemand mehr das öffentliche Internet quasi besuchen. Das heißt, niemand kann mehr auf eine Website draufgehen. Jeder bleibt quasi im Tor-Netzwerk stecken, und das haben diese Forscher hier eben auch untersucht. Und ja, die meisten Exit-Nodes werden ohnehin von der NSA kontrolliert und vom BND und so weiter und so fort. Das heißt, die meisten von diesen Exit-Nodes sind sowieso nicht unbedingt das, was man lahmlegen möchte, wenn man jetzt aus der Sicht der NSA oder irgendeiner Überwachungsgesellschaft argumentieren möchte. Das heißt, man muss eigentlich nur noch ein paar wenige Exit-Nodes, die von sehr, sehr gütigen Menschen oder Veranstaltungen oder wie auch immer freigegeben werden. Also zum Beispiel Universitäten geben ganz gerne mal Tor-Exit-Nodes frei, der Chaos Computer Club hat einen Exit-Node und so weiter und so fort. Und wenn man die alle angreift, dann kostet das gerade mal $24 pro Stunde, um wirklich über 40% der Leistung von dem Tor-Netzwerk lahmzulegen. Und das heißt, die Netzwerk- oder die Exit-Nodes sind dann so überfordert, dass euer Traffic nochmal ungefähr doppelt so lang braucht. Das heißt, das ohnehin schon langsame Tor-Netzwerk ist dadurch noch ungenießbarer sozusagen geworden. Und viele überlegen sich dann 5-mal, so zumindest der Gedanke, dass sie da dann das Netzwerk überhaupt benutzen. Und dadurch, naja, kann man jetzt leider nicht wirklich was Positives dabei mitnehmen, muss ich leider sagen. Denn was hat es denn für Implikationen? Wenn das Tor-Netzwerk plötzlich nur noch 50% der Geschwindigkeit hat, dann passiert Folgendes. Normale Nutzer werden wahrscheinlich wegbleiben vom Tor-Netzwerk. Das heißt, normale Nutzer sind noch weniger anonym, als sie es jetzt schon ohnehin sind. Das heißt, die sich vielleicht ein bisschen um ihre Anonymität kümmern, aber eben nicht so sehr, die sind nicht mehr anonym. Das Zweite ist, Leute, die wirklich illegale Dinge machen, also Drogen kaufen, was auch immer im Tor-Netzwerk da passiert, die machen das weiterhin, denn ob das jetzt doppelt so lange dauert oder nicht, ich denke nicht, dass das wirklich relevant ist. Und diejenigen, die dann vielleicht auch sehr, sehr wichtige Informationen loswerden wollen, die werden höchstwahrscheinlich auch trotzdem noch weiterhin das Tor-Netzwerk verwenden. Und deswegen, dieser Angriff geht eigentlich so gegen den Standardnutzer, der hin und wieder mal das Tor-Netzwerk benutzt, um ein kleines bisschen mehr Anonymität zu haben. Und das macht mich dann schon ein bisschen traurig, muss ich sagen, denn so kriegt man natürlich noch weniger Nutzer da rein. Und dadurch wird natürlich das Netzwerk auch nicht mehr so sehr gefördert, sondern eben nur noch für diese Extreme. Einmal die Leute, die wirklich verfolgt werden, und die Leute, die was Illegales tun. Ja, schade drum, aber trotzdem wollte ich euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten. Das ist eine sehr interessante Studie. Wer möchte, das ist ein richtiges Paper, kann sich gerne durchlesen. Sehr interessant, und ja, das war's von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.